Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des ukrainischen Sanitätssoldaten von Spala im Maßstab 1:35. Der 3D-Druck spielt im Modellbau eine immer größere Rolle und daher überrascht es kaum, dass in den letzten Monaten viele neue Hersteller aufgetaucht sind, die sich dieser Technik stark bedienen. Das ist auch naheliegend, denn der 3D-Druck eröffnet viele neue Möglichkeiten in diesem Hobby, sei es in Bezug aufs Zubehör, Figuren oder sogar ganze Fahrzeugbausätze. Vor einer Weile schon haben wir uns eine 3D-gedruckte Figur von Black Snake Model angeschaut und ergänzend dazu möchte ich diese Figur der ukrainischen Marke Spala mal näher zeigen. Ich denke, das ist bestimmt interessant, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Marken mal zu sehen und uns einmal zu vergegenwärtigen, wie gut der 3D-Druck heutzutage eigentlich sein kann. Auf die Marke Spala bin ich zum ersten Mal letztes Jahr gestoßen und obwohl es noch ein sehr junger Hersteller ist, kann sich die Produktauswahl schon echt sehen lassen. Die Neuheiten werden beinahe im wöchentlichen Takt angekündigt und das Portfolio deckt schon ein recht weites Feld ab. Neben Figuren aus dem Stalker-Universum bietet Spala hauptsächlich Figuren, Dioramenzubehör und mittlerweile auch Artilleriegeschütze zum Thema Ukraine-Krieg an, das meiste davon in den Maßstäben 1:72 und 1:35. Und da möchte ich euch stellvertretend mal heute diesen Sanitätssoldaten näher zeigen. Man übersieht leicht, wie unterschiedlich die Versorgung von Verwundeten im Ukraine-Krieg ist im Vergleich zum NATO-Einsatz in Afghanistan, um mal ein naheliegendes Beispiel zu nehmen. Bei schweren Verwundungen zählt buchstäblich jede Minute und während des Afghanistan-Einsatzes hat es in der Regel nicht länger als eine Stunde gedauert, bis der Verwundete auf dem OP-Tisch lag. Das hat die Überlebenschancen natürlich enorm gesteigert. Laut einer Studie überlebt man auch schwerste Verwundungen mit einer Chance von 95%, wenn innerhalb von 20 Minuten eine Not-OP erfolgt. In Afghanistan hatte man den Luxus, die Verwundeten per Fahrzeug oder Hubschrauber schnell in eine geschützte Basis mit allen medizinischen Einrichtungen transportieren zu können, wodurch eben viele Leben gerettet werden konnten. Das funktioniert in der Ukraine leider so nicht. Die Evakuierung von Verwundeten kann, wenn überhaupt, nur mit einem Fahrzeug erfolgen und so vergehen oft viele Stunden, bis ein Verwundeter vollumfassend behandelt werden kann. Und dementsprechend sind dann auch die Überlebenschancen deutlich geringer. Natürlich versucht sich das Sanitätswesen der ukrainischen Armee dieser Situation anzupassen, aber das Risiko für die Verwundeten und die Helfer ist nach wie vor sehr groß. Während der Fahrt durch beschossenes Gelände in einem ungepanzerten Fahrzeug steht das Leben für alle auf des Messers Schneide und da hilft es meistens auch nicht, irgendein rotes Kreuz auf dem Fahrzeug zu haben, weil das wird oftmals komplett ignoriert. Mein größter Respekt gilt daher all den Sanitätern, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um die Leben anderer zu retten. Gut, soviel dazu. Jetzt schauen wir mal rein in die Schachtel. Spala liefert den Großteil der Produkte in relativ kompakten, aber sehr stabilen Kartons aus. Das finde ich sehr gut. Also das ist wirklich optimal geschützt. Und wenn wir das hier öffnen, sehen wir auch, da ist ein bisschen Polstermaterial dabei und ja, viel ist ja eigentlich auch nicht drin. Also da kann eigentlich nichts passieren. Hier haben wir die Figur, die ist einteilig ausgeführt und hier haben wir noch so einen kleinen Beipackzettel, der hier als Bemalungsanleitung fungiert. Da haben wir hier auch ein paar Farbangaben für Tamiya und Demo. Hier noch ein Beispiel für das typische ukrainische Digitaltarnmuster. Ja, und das, sag ich mal, ist eine nette Unterstützung. Da muss aber Spala ein bisschen aufpassen, dass sie nicht von dem belgischen Modellbauer verklagt werden, der ja da behauptet, das Copyright drauf zu haben. Spaß beiseite. Natürlich ist es immer notwendig, sich noch mehr Fotos anzuschauen von diesen Figuren, aber ich sag mal, es ist zumindest ein Anhaltspunkt, um dann die Figur eben entsprechend möglichst vorbildgetreu bemalen zu können. Ja, das macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Kann sich sehen lassen. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Bevor ich jetzt über die Details der Figur rede,
werfen wir doch erstmal noch einen Blick hier auf diese Stützstruktur, die da noch dran ist. Da muss der Modellbauer natürlich das noch selber auslösen und versäubern. Aber es hat auch den Vorteil, dass das eben auch die Figur ein bisschen schützt, sage ich mal. Wobei die Verpackung ja schon sehr gut ist. Ja, und diese Stützstruktur vom 3D-Druck, die ist eigentlich ganz clever platziert, weil eigentlich immer hier die Unterseite gewählt wird. Hier der untere Rand vom Helm, hier unter den Taschen, unter den Armen. Also es ist nie irgendwo so direkt oben drauf. Und man sieht auch, dass die Verbindungsstellen sehr dünn sind. Was natürlich das Ganze wesentlich vereinfacht. Ich denke, ich kann jetzt auch gleich anfangen, die Figur mal auszulösen. Das sollte eigentlich ganz gut gehen. Ja. Das war's schon. Natürlich muss man hier und da noch ein bisschen versäubern. Da sind noch ein paar so kleine Stege drin und noch vielleicht ein paar andere Stellen. Das ist aber mit dem Skalpell und einer Rundfeile oder einer Vogelzungenfeile schnell erledigt. Und dann hat man schon die fertige Figur vor sich. Ja, ich mache die mal noch schnell komplett sauber und dann gehen wir mal nochmal über die Details drüber. So, hier nun die komplett versäuberte Figur. Das ging auch ganz fix. Ich habe da einfach mit dem Skalpell noch die letzten feinen Stege und ja, kleine Reste eben abgekratzt. Und damit ist die Figur schon fertig. Ja, wie man sehen kann, die Details sind wirklich beeindruckend. Also es wirkt auch sehr natürlich hier der Faltenwurf zum Beispiel oder ganz wichtig auch immer das Gesicht. Der blickt hier relativ streng drein. Ja, auch die Hände und so, das wirkt sehr natürlich. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Bis vor kurzem sahen eigentlich diese ganzen Figuren aus dem CAD-Programm, die dann eben 3D gedruckt wurden, relativ statisch aus oder ein bisschen steif und leblos. Das ist hier nicht der Fall. Also das wirkt wirklich sehr natürlich von der Haltung her. Absolut maßstäblich auch. Man kennt es ja vielleicht von manchen Resinfiguren oder auch Plastikfiguren, ja, dass die so ein bisschen klobig sind oder knubbelig, so nicht ganz im Maßstab sind. Das ist natürlich hier beim 3D-Druck wesentlich besser umsetzbar. Also es gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt zum Beispiel hier so Details, hier der Kragen, sehr dünn ausgeführt mit den Hinterschneidungen und so. Das lässt sich halt mit dem 3D-Drucker sehr gut machen. Dann hat er hier vorne eine Schere und ja, anderes Besteck drin stecken. Allerlei Taschen hier. Der ballistische Helm, der sieht auch spitze aus. Ja, also das ist wirklich prima. So wollen wir das doch. Ja, auch unten die Stiefel, die er anhat. Man sieht hier das grobe Profil. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr gut und ausgewogen. Eine Sache, die, sag ich mal, ein bisschen ein Unterschied ist zu der Figur von Black Snake, ist einfach die Tatsache, dass das hier ja einteilig ausgeführt ist. Das hat gewisse Vorteile, aber auch Nachteile. Ich finde es eher nachteilig, einfach aus dem Grund, weil ich da nicht so viele gestalterische Möglichkeiten habe. Wenn ich zum Beispiel einen anderen Kopf haben will, ja, muss ich hier rumsägen und rumbohren. Bei anderen Figuren, auch aus anderen Materialien, habe ich da natürlich bessere Chancen, weil meistens der Kopf separat ist. Und dann kann ich da eben das leicht ändern, umbauen und so weiter. Umbauen kann ich halt bei der Figur fast gar nichts. Also ich muss ja eigentlich so akzeptieren, wie sie ist.
Ja, das ist jetzt kein wirklich grobes Problem, aber ich persönlich habe da einfach ein bisschen so einen Fimmel dafür, dass ich eben gern meine Figuren so ein bisschen anpasse oder abändere, um es einfach ganz individuell anzupassen auf meine Bedürfnisse oder was auch immer ich darstellen möchte. Geht hier leider nicht so gut. Was mir an dieser in Anführungszeichen neuen Generation von 3D-gedruckten Figuren sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass die eben sehr maßstäblich sind und auch, sagen wir mal, vom Design auch relativ ähnlich sind. Das ist hier die Figur von Black Snake, die ich ja euch schon gezeigt habe. Und wie man sehen kann, die sind absolut kompatibel. Vom Stil her, von der Größe. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man da auch die Möglichkeit hat, das eben entsprechend zu kombinieren. Das ist nämlich erfahrungsgemäß bei allen möglichen Plastik- oder Resinfiguren nicht so ohne weiteres möglich, weil die einfach immer ein bisschen einen anderen Stil haben. Manche Hersteller machen die ein bisschen größer und ein bisschen dicker, sage ich mal. Andere kleiner und filigraner. Auch die Ausrüstungsgegenstände sind oft einfach unterschiedlich. Und Resin- und Plastikfiguren kombinieren finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil die einfach ein bisschen anders aussehen. Das ist jetzt hier überhaupt gar kein Problem. Also das freut mich echt, weil das natürlich dann auch wieder viele Möglichkeiten eröffnet, das eben miteinander zu kombinieren. Kann man tolle Szenen bauen und das ist mir einfach wichtig. Also da haben wir auch wieder einen Vorteil, dass das alles eben aus dem CAD-Programm kommt und mehr oder weniger zwangsläufig maßstabsgetreu ist. Ja, und im Maßstab 1:35, die Unterschiede, die es da gibt, die fallen dann einfach gar nicht mehr auf, weil die dann so klein sind. Das ist ja im Hundertstel Millimeter Bereich. Das ist auf jeden Fall sehr begrüßenswert. Ich persönlich habe mich lange ein bisschen schwer getan mit dem Thema 3D-Druck, weil mir, bis vor relativ kurzer Zeit einfach die Qualität nicht ausgereicht hat. Man hat meistens immer die Schichten gesehen oder die Details wurden irgendwie schwammig. Das Material war auch nicht immer so ganz optimal, weil es teilweise auch sehr brüchig war oder auch so ein bisschen so ein gewisser Schrumpfeffekt auch eingetreten ist. Das hatte ich auch bei diversem Zubehör schon beobachtet. Darum war ich da immer ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile, glaube ich, haben alle Beteiligten da den Dreh raus und so entstehen wirklich beeindruckende Zubehörteile und Figuren für den Modellbau. Und das kann ich wirklich nur begrüßen. Für mich als alten Freund und Verfechter von hochwertigen Resinfiguren ist es nicht ganz leicht, das zu sagen, aber ich finde, dass die Figuren von Spalla und auch von Black Snake eigentlich schon nochmal eine Stufe über den besten Resinfiguren liegen, die es momentan so gibt. Also das will schon was heißen. Also die Maßstabsgetreue ist wirklich ausgezeichnet, Details noch und nöcher und das Ganze ist dann auch noch in der Handhabung sehr angenehm, weil das Versäubern, sag ich mal, kaum Arbeit macht. Ja, also das ist wirklich toll. Und ich denke, das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern das lässt sich wahrscheinlich auch noch bis zu einem gewissen Punkt steigern. Also ja, ich bin wirklich beeindruckt und ich hoffe, dass wir da in Zukunft auch noch mehr sehen werden, gerade von so Herstellern wie Spalla. Auch der Preis für diese Figur ist sehr attraktiv. Der liegt ungefähr bei 11 Euro, je nachdem, wo man danach sucht. Das ist für eine Figur von der Qualität wirklich angemessen. Wenn ich mir anschaue, was diverse Hersteller von Resin-Figuren mittlerweile für eine einzelne Figur verlangen, ja, da sind 11 Euro doch wirklich eher im unteren Preissegment angesiedelt. Und das
ja, hören wir doch alle gern, dass wir da Top-Qualität für einen angemessenen Preis bekommen. Gut, soviel zu dieser Figur. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr von mir und auf meinem Kanal noch mehr von Spalla hören werdet, weil ich habe mich da relativ gut eingedeckt mit diversen Figuren, aber auch reichlich Zubehör, was dann künftig bei diversen Projekten zum Einsatz kommen wird. Also das wird immer wieder mal auftauchen. Und ja, das war jetzt sozusagen mal stellvertretend die Vorstellung von einer Figur, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was man da so bekommt von diesem Hersteller. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.